Ein Vierteljahrhundert nach der Präsentation des Datograph auf der Basel World 1999 setzte die Manufaktur A. Lange & Söhne dem epochemachenden Chronographen auf der Watches & Wonders 2024 in Genf ein Denkmal. Wir haben die Chance genutzt und uns den Datograph Perpetual Tourbillon Honeygold Lumen live angeschaut. Es war gar nicht so einfach, ein laufendes Modell des Prachtchronographen von A. Lange & Söhne vor die Kamera zu bekommen. Dabei ist das urgewordene Kunstwerk mit seinen zahlreichen Komplikationen und der Tourbillon-Hemmung prädestiniert für ein Bewegtbildformat. Die Uhren sind wirklich sehr selten und werden nur in begrenzter Stückzahl gebaut. Am Ende hat es aber geklappt. Lasst uns doch ein Abo und einen Daumen nach oben da. Der Datograph Perpetual Tourbillon Honeygold Lumen vereint sämtliche Highlights der 25-jährigen Datograph-Geschichte in sich und setzt die spektakuläre Mechanik mit 684 Bauteilen unter einem rauchschwarzen Saphirglas-Zifferblatt eindrucksvoll in Szene. Die Komplikationen erstrecken sich von einem ewigen Kalender mit Datumsanzeige in Ausführung als Großdatum, zusätzlicher Tag, Nacht, Wochentags, Schaltjahr und Mondphasenanzeige bis hin zu einem Chronographen, der überdies eine Flyback-Funktion bietet. Wie gewohnt lässt der Chronograph sich über die beiden Drücker auf der rechten Gehäusehälfte steuern. Die Flyback-Funktion aufzunehmen, habe ich leider aus Zeitgründen versäumt. Für alle, die es nicht wissen, dabei handelt es sich um die Möglichkeit, die gestoppte Zeit auch im laufenden Betrieb, also ohne vorheriges Anhalten, direkt auf Null zu stellen, woraufhin eine neue Messung sofort wieder startet. Falls ihr das ausprobieren möchtet, hat die Glashütter Marke ein wirklich cooles Feature auf ihrer Webseite eingebaut, bei der man die Drücker und Funktionen per Mausklick oder Touch bedienen kann. Dafür wirklich ein Kompliment an Lange, das würden wir gern auch bei anderen Marken öfter sehen. Einen Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Der Mechanismus, der den Stoppminutenzeiger im rechten Totalisator sekundengenau um 1 Minute vorschnellen lässt, ist besonders aufwendig umgesetzt und auch deutlich flüssiger bzw. exakter, als man es von anderen Chronographen in weit günstigeren Preissegmenten kennt. Als besonderen Leckerbissen ist für die Hemmung der Federkraft außerdem ein Tourbillon mit Sekundenstopp zuständig und der Großteil der Funktionen ist durch den Sichtboden oder das halbdurchlässige Zifferblatt aus Saphirglas einsehbar. Damit ist die Lange Neuheit mal wieder sehr nah dran an dem, was uhrmacherisch überhaupt in ein Armbanduhrengehäuse passt. In diesem Fall misst es 41,5 mm im Durchmesser, bleibt jedoch trotz des mannigfaltigen Funktionsumfangs mit 14,6 mm relativ flach. Die verwendete Gelbgoldlegierung bei diesem Datographen nennt sich Honeygold und wurde exklusiv von Lange & Söhne entwickelt. Trotz des klassischen Lange-Stils im sehr satten Honig-Gelbgold hat der Datograph Lumen einen modernen Twist, der sich im Zusatz Lumen auch im Namen wiederfindet. Die Hilfszifferblätter der Chronographen-Totalisatoren und die Anzeigen des ewigen Kalenders sind ebenso mit Leuchtmasse belegt wie der Sternenhimmel in der Mondphasenanzeige, die Hauptzeiger und die Großdatumsanzeige unter dem transluzenten Sonnenbrillenglas werden fortwährend mit Lichtenergie versorgt und strahlen kräftig aus dem zweigeteilten Rahmen des Großdatumsfensters. Die dort vorhandenen Ziffern, die über 2 Datumsscheiben dargestellt werden, können durch den Drücker auf der linken Gehäuseflanke ganz einfach schnell verstellt werden. Wobei dafür das Uhrwerk mit Hilfe der gezogenen Krone allerdings erst angehalten werden muss. Im laufenden Betrieb ist der Drücker mechanisch nicht verbunden, um das komplexe Uhrwerk vor Schäden zu bewahren. Das handverzierte Handaufzugskaliber L952.4 mit einer Gangreserve von 50 Stunden wird vollends in der Glashütter Manufaktur gefertigt und besticht neben seinen durchdachten Funktionen durch die von Lange-Fans so geschätzte Liebe zum Detail und der minutiösen Finissage, inklusive Handgravuren, die innerhalb der Uhrenbranche zum Besten gehört, was man bekommen kann. Das allerdings hat natürlich auch seinen Preis, den man bei A. Lange & Söhne nur auf Anfrage genannt bekommt. Mir wurde allerdings nicht von der Marke selbst ein Verkaufspreis von 630.000 € für den Datograph Perpetual Tourbillon Honeygold Lumen genannt. Auch andere Quellen berichten von dieser Größenordnung. Die 50 Exemplare, die gebaut werden, werden am braunen Alligatorlederband mit passender Faltschließe aus Honiggold getragen. Dem Datographen gratulieren wir jedenfalls gern zum 25. Jubiläum. War es doch der erste gänzlich neu entwickelte mechanische Chronograph der Neuzeit.
Das war 1999 eine Überraschung für die Branche, als ausgerechnet eine deutsche Uhrenmarke den Schweizern eine Alternative zu den althergebrachten Valjoux-Kalibern El Primeros und dem Frédéric Piguet 1185 oder verschönerten Uralt-Lemania-Kalibern aufzeigte, die bis dahin überwiegend verbaut wurden. Im Fazit handelt es sich wirklich um eine extrem schöne Uhr mit einem der tollsten Uhrwerke, das man sich auf der größten Branchenmesse Watches and Wonders überhaupt anschauen konnte. Danke an Lange für die Möglichkeit zum Filmen eines funktionsfähigen und laufenden Modells und danke auch fürs Zuschauen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal.